Das Saarland lebt. Ja, die große Corona-Krise, aber die Händler, die sind ganz unerschrocken. Ich habe eben noch zum Nico Ockenfels gesagt, ein bisschen wie Vicky. Mach mal kurz die Vicky-Nase. So, das heißt, ganz viele Fahrradbegeisterte möchten jetzt Fahrrad fahren, denn das Wetter geht jetzt richtig auf und viele Kinder sind zu Hause. Du hattest gestern einen der erfolgreichsten Tage aller Zeiten, traurig, aber wahr, muss man sagen. Das heißt, die Leute wollen wirklich Fahrrad fahren. Ja, also der Zuspruch ist gerade extrem. Wir sind natürlich auch genau in der Zeit. Das Wetter ist schön. Wenn wir jetzt keine Krise hätten, wäre es bei uns natürlich genau das Geschäft, wo stattfindet. Und ja, wir müssen halt einfach Lösungen finden, weil die Leute dürfen ja auch immer noch raus. Und Fahrradfahren oder generell spazieren gehen ist ja auch wichtig in den Zeiten jetzt, auch fürs Immunsystem. Ja, trotz der Ausgangssperre in Frankreich, ich wohne in Frankreich, Sport machen darf man ganz offiziell. Natürlich bitte nicht in Gruppen mit 30 Leuten, das hat Macron extra gesagt, aber man darf alleine, muss einen Zettel mitnehmen und einen Ausweis, aber da kommt man drüber weg. Ja, das ist dein Team, aber nur ein Teil davon, richtig? Das ist jetzt nur ein Teil vom Team, genau. Wir haben ja noch den Standort in St. Wendel unter anderem. Und ja, das ist die Mannschaft, die aktuell gerade hier ist, weil auch wir haben ja die Sachen wie, dass die Kinder zu Hause sind und das betrifft ja auch ein paar Leute bei mir im Team. Also, große Ansage, man kann Fahrräder kaufen, das ist so. Also wir haben einen Weg gefunden, wie es funktioniert. Denn du hast einen ganz großen Online-Shop, da sind alle deine Fahrräder drin, korrekt? Korrekt. Also wir bilden das komplette Sortiment an Fahrrädern ab, was wir auch im stationären Handel haben, sogar noch etwas mehr. Und das ist momentan auch noch zulässig, den Online-Handel betreiben zu dürfen. Und von daher hat jeder auch die Möglichkeit, noch ein Fahrrad jetzt zu bekommen. So, hier sind mehrere Kollegen. Wie ist dein Name? Ich bin der Matthias, hallo. Matthias, was ist deine Aufgabe hier? Ich bin hauptsächlich im Online-Shop tätig, Bestellungen, Kundenkontakt, Wie Kundenservice. viel zu tun? Wir haben sehr viel zu tun, ja. Ja. Ich habe dich gerade eben gesehen, du kamst aus einer anderen Ecke. Was ist deine Aufgabe? Genau, ich bin wie mit der Matthias mit im Büro, zuständig für den Kundenservice und alles, was damit zusammenhängt. Und ja, die Auftragslage ist super. Wir freuen uns natürlich darüber, dass die Kunden uns dann auch dementsprechend kontaktieren und ihre Fahrräder natürlich auch abholen können. Ne? Ja, jetzt werden sich einige beschweren, sagen, aber es geht vielen Leuten sehr schlecht, muss man sagen. Aber die Empfehlung war, die Leute sollen rausgehen, die sollen sich sportlich bewegen. Vielen fällt auch die Decke auf den Kopf. Das ist richtig. Ne? Die Leute kommen mit ihren Kindern, wollen die dementsprechend natürlich auch beschäftigen und das funktioniert natürlich auch super. So, jetzt kommt direkt der nächste Logistiker, liefert Fahrräder an. Die kommen hier im Stundentakt, gerade eben war noch ein anderer da. Wie ist dein Name? Ich heiße Justin, ich bin bei der Firma Recycle für das Lager zuständig, sprich für den Online-Versand. Wenn Kunden was bestellen, sorge ich dafür, dass es am gleichen Tag, soweit es halt möglich ist, rausgeht, dass sie ihre Ware halt pünktlich erhalten. Super. Und du bist der? Der Mike aus dem Verkauf und ich sorge dafür Telefonberatung bei Fragen rund um Fahrräder und Zubehörteile ähnliches, dass die Kunden halt auch entsprechend dann das bekommen, was sie halt gerne haben möchten. So, wir gehen nämlich gleich mal reingucken, uns nur mal das Lager bei euch an oder die Ausstellung. Man kann jedes Fahrrad, was da ist, jetzt noch kaufen. Wie es funktioniert, wird uns gleich der Nico erzählen. 2 haben wir noch. Du bist wer? Ich bin der Andreas, ich bin aus der Werkstatt, ja, repariere Fahrräder, mache sie fertig für den Versand und dafür bin ich halt mit zuständig halt. Ja, denn auch die Werkstatt hat geöffnet, das dürft ihr ganz offiziell. Genau, also wir haben geöffnet, natürlich so gut es geht kontaktlos, die Reiter annehmen und so weiter. Also es funktioniert eigentlich ganz gut, wir tun halt unser Möglichstes, damit das funktioniert noch weiterhin und Okay, das heißt, die Leute stellen die ab, ihr desinfiziert die Fahrräder entsprechend, Genau. könnt die dann und gibt die wieder desinfiziert zurück. genau so sieht es aus halt. Ja. Und wir Last arbeiten but not- natürlich mit Handschuhen. Mit Handschuhen. Last but not least, wo sind deine Handschuhe heute? So. Ja, die sind drin. Im Moment habe ich sie noch nicht angehabt. Ich bin jetzt gerade mal aus dem Lager raus. Hände sind desinfiziert. Spaß beiseite, wenn Ja, Kundenkontakt da ist, natürlich. ihr legt wirklich Wert drauf. Ja, Also, wir haben ja keinen Kundenkontakt. Also wir versuchen da schon die Räder so zu übernehmen, dass der Kunde von uns entfernt steht. kontaktlos. Kontaktlos, ja natürlich. Wie gesagt, die Absprache mit dem Kunden funktioniert dann auch weitestgehend übers Telefon. Und da wird auch die Absprache getroffen, was wir an den Rädern machen. Und ja, und hauptsächlich momentan sind wir natürlich am Aufbau Neuräder, Kinderfahrräder, so dass wir halt wirklich alles am Start haben, was man halt wirklich braucht. Wenn jeder will raus. Jeder will raus. Ja, vielen Dank euch allen mal. Es geht weiter. Die Ware kommt. Wir kommen gleich noch mal kurz rein. Nico, komm mal mit mir mit. Das ist dein Laden. Das wird irgendwann mal in die Annalen eingehen. Ich hoffe, dass wenn du dir das Video in hoffentlich nur wenigen Wochen noch mal ansiehst, dass sowas hoffentlich nicht mehr passiert. Hinweis für Kunden. Abholung und Lieferung seitlich am Haus, kontaktlos. Der Verkauf bleibt geschlossen. Das ist ganz wichtig. Das betonen wir auch jetzt noch mal im Video. Der stationäre Verkauf ist zu, Laden ist zu.
Ja, der Laden ist zu, also du kommst hier so gesehen nicht rein. Die Werkstatt ist so gesehen die Schlüsselstelle, die es uns ermöglicht, momentan das Ganze kontaktlos zu machen. Wir bitten auch jeden Kunden, wenn er jetzt das Video sieht, wirklich auch Abstand von uns zu halten. Wenn nicht, weisen wir nochmal darauf hin, das ist gar kein böser Wille. Ich glaube, jeder hat jetzt auch das Verständnis dort dafür. Es ist uns wichtig, es ist mir wichtig, auch mein Team zu schützen, weil wir durchaus auch noch arbeiten müssen oder halt auch sollen. Und wir als Dienstleister ja auch eine gewisse Verantwortung halt auch haben. Und das kann man jetzt natürlich so und so sehen. Aber viele Kinder sind jetzt zu Hause. Wir haben viele Eltern, die kommen und sagen, ich brauche jetzt ein Kinderfahrrad, weil... Es sind noch ältere Leute, die sagen, ich will mich jetzt bewegen, ich habe die ganze Zeit geplant, ein E-Bike zu kaufen. Wir gehen einfach mal rein. Wir haben jegliche Schicht momentan. Also egal wie, bei uns ist es so wie der Saisonstart einfach. Dass Also wir auch sagen, die Unterschicht wie schönes mich. Wetter. Es ist alles vorhanden und wir müssen halt jetzt mit den Einschränkungen klarkommen. Wir versuchen halt auch Lösungen zu finden. Und damit die Leute auch mobil sind, weil viele jetzt am letzten Wochenende, das Wetter war super und das ist bei uns im normalen Geschäft eigentlich so, dass die Leute die Woche drauf kommen, sagen, mein Fahrrad ist das und das kaputt, jetzt nächstes Wochenende will ich wieder fahren, das Wetter ist auch gut gemeldet. Ja, und dann geht es halt einfach nicht. Oder wenn ich jetzt vielleicht nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, wo ja auch das Thema Infektion halt eine große Rolle spielt. Draußen bleiben, alleine viel Abstand halten. Ja, und dann fahre ich halt mit dem Fahrrad. Es ist gut für meine Gesundheit halt auch. Und wie du ja schon sagst, keine großen Gruppen, das sollte man vermeiden. Und Frankreich, wir sind ja Grenznähe, ist halt schon einen Schritt weiter. Und selbst da sind die Maßnahmen ja, wie du schon sagst, die Leute... Sport ist erlaubt. Genau, Sport ist erlaubt und dennoch sind wir uns der Situation bewusst. Also wir reden jetzt nicht nur von dem Husten, aber es gibt ja Möglichkeiten und auch Informationen, wie man sich schützt und die versuchen wir, so wie das Ministerium sie uns auch vorschreibt, ich stehe da ja auch im regen Kontakt, diese dann halt auch umzusetzen. So, dann gehen wir kurz rein. Die nächsten Fahrräder kommen schon. Den lieben Kollegen von der Spedition filmen wir jetzt mal nicht. So, und das ist der Warenausgang. Also, wir gehen mal ganz kurz raus. Ich muss noch gerade was erläutern. Ich war nämlich etwas zu schnell, Nico. Denn das ist die Tür, wo kontaktloser Übergang stattfinden wird. Also hier steht es, bitte die Annahme und Abgabe praktisch. Bitte 2 Meter Abstand halten zu uns, Kartenzahlung möglich. Das geht. Eintritt nur nach Aufforderung Ihr Recycle-Team. Laden ist geschlossen. Die Leute sollen aber am besten auf den Webshop gehen. Das ist so. Wir zeigen gleich mal jede Menge Fahrräder. Da sieht man alle Fahrräder. Ja. Das ist so auch, ich sag mal, die Kinderfahrräder, das ist alles drauf. Ja, das ist alles drauf. Es funktioniert auch mit Zubehör, weil, wie gesagt, auch das Online-Geschäft darf bestehen bleiben. Das heißt, der Kunde hat auch die Möglichkeit der Abholung, die quasi kontaktlos funktioniert. In dem Fall, wenn du jetzt kommen würdest, würde ich sagen, alles klar, du bist der Sven Herzog, du hast was bestellt, ich stelle dir dein Paket dorthin und dann nimmst du das dementsprechend entgegen und wir berühren uns quasi gar nicht. Ja, das Mikrofon wird von mir übrigens regelmäßig desinfiziert. Ich glaube, das hat so viel Desinfektionsmittel gesehen wie kein anderer. Wenn ihr euch wundert, dass da keine Plastiktüten drüber sind. Also das geht durch, fast gesagt, Formaldehyd. Ja, ein kleines Lager, wir zeigen mal die Fahrräder. Das ist so ein Zwischenlager und Zubehör. Und jetzt geht es in den Laden rein. In den Laden kommt sonst keiner mehr rein. Aber ihr geht jetzt auf eine Webseite drauf. Das zeige ich euch gleich mal. Das ist nämlich die hier, die heißt www.wecycle.de. Und jetzt zeig mal, wo finde ich die Fahrräder, Nico? Also, wir haben hier verschiedene Reiter. Unter anderem hast du hier oben die Kategorie Fahrräder. Und wir gehen jetzt beispielsweise mal auf Mountainbikes. Und dann hast du hier die Auswahl der verschiedenen Modellvarianten, die wir beispielsweise anbieten. Ne? Also wir können jetzt mal irgendein Fahrrad nehmen. Man sieht die Verfügbarkeiten schlussendlich halt auch. Die Lieferanten beliefern uns auch noch immer. Das heißt, selbst wenn wir hier ein Fahrrad haben, was terminiert wäre, das kann jetzt auch morgen oder übermorgen sein, besteht die Möglichkeit, dass wir es beziehen und dass der Kunde es dann abholt, sofern es dann hier fertig montiert ist. So grün heißt, sofort lieferbar, ist Ablager. Genau, das ist dementsprechend Ablager und somit wäre eine sofortige Abholung sogar möglich. Wichtig ist immer nur, dass wir sie vereinbaren, ne? Weil wir wollen den Andrang vor der Tür auch vermeiden. Nicht, dass da, sage ich mal, 20 Leute vor der Tür stehen, dann haben wir ja genau den falschen Effekt, sondern wir terminieren ganz genau oder bitten auch um die genaue Zeitangabe, wann der Kunde da sein soll. Das ist nichts anderes wie beim Arzt halt auch und versuchen das dann halt gut möglichst zu takten. So, der Kunde kriegt aber dann kein Fahrrad aus der Kiste, sondern komplett die Funktionskontrolle gemacht, zusammen fix und fertig. Richtig. Der einzige Unterschied ist halt, dass wir nicht wirklich direkt beim Kunden sind. Das heißt, wir geben ihm das Fahrrad, Sattelhöhe oder so beurteilen wir quasi aus der Ferne. Anders ist es nicht machbar. Ich kann jetzt nicht neben ihm stehen und quasi das Display erklären. Das wollen wir vermeiden. Aber wir können das auch ganz gut über die Distanz.
Wir machen das Thema Onlinehandel ja schon ein bisschen länger, das heißt, das funktioniert halt auch. Jetzt ist es für uns halt hier gerade im Heimatland, sprich im Saarland, ein bisschen anders für die Kunden natürlich, die sagen, okay, ich möchte aber in den stationären Handel. Probefahrten sind natürlich nicht machbar, ne? Das können wir nicht gewährleisten, aber jeder, der online bestellt, weiß halt auch, dass das nicht funktioniert. Von daher sehe ich da jetzt auch kein großes Problem. Fernabsatzgesetz, wie sieht es denn damit aus? Wenn ich jetzt online bestelle, holt so ab, gilt dann das Fernabsatzgesetz? Ja, also wenn er über den Online-Shop bestellt, gilt dieses. Das ist ja der Unterschied zum stationären Handel. Natürlich bieten wir aber auch weiterhin den Telefonsupport. Das heißt, die Kunden können auch anrufen, können sagen, okay, ich habe im Shop dieses Rad gesehen, das möchte ich gerne bestellen. Wer jetzt sagt, ich weiß nicht, wie ich da klicken soll oder sonst irgendwas, er kann uns immer noch Ich will nur anrufen. sagen, das 14-tägige Rückgaberecht, was gesetzlich verankert ist, das muss man dazu sagen, deswegen hat man keine Reue beim Kauf. Also wenn irgendwas, du hast ganz wenig Reklamationen, du machst den Online-Shop wie lange schon? Jetzt seit knapp 10 Jahren. Ja, gibt ganz selten, wirklich. Also es ist so, sonst ging das gar nicht mehr. Also wenn die einer das macht. Wichtig ist nur, wenn man das macht, also mit der Reklamation Fernabsatzgesetz, ganz wichtig, Fahrrad darf keine Gebrauchsspuren haben, keine großen. Richtig, genau. Also es kann jetzt nicht sein, ich war jetzt am Wochenende Fahrrad fahren und stelle fest, die Farbe gefällt mir nicht. Das funktioniert halt natürlich nicht. Ne? Aber eine kleine Probefahrt, die ist natürlich zulässig. Ja, klar. Ich muss ja irgendwie testen Machen können, wir aber alles ja auch, funktioniert, machen wir auch. Da geht es aber darum, wenn das jetzt kommt aus dem Wald und hat überall schon, also es hat deutliche Gebrauchsspuren oder die man auch wirklich sieht, dann geht es nicht mehr. Das sagt auch der Gesetzgeber, richtig? Richtig, genau. So sieht's aus. Super. Ja, dann gehen wir mal kurz durch. Das hier, wir drehen jetzt gerade in Riegelsberg. So sieht das niemals aus hier, denn ganz viele Fahrräder stehen nämlich im Saisongeschäft vor der Tür normalerweise bei der Öffnung. Aber du hast jetzt wie viele Fahrräder vorrätig hier und in St. Wendel? Wir haben aktuell, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber ich würde mal mit beiden Läden ungefähr von knapp 800 Rädern ausgehen. 800 bis 1000 Räder. So ist es. Ja, also da sind ganz viele E-Bikes dabei, muss man sagen. Im Moment sehen wir jetzt, dass hier sind keine E-Bikes, aber hier fangen schon jede Menge E-Bikes an. Die sind da, die kann man sich alle angucken. Glücklicherweise haben wir auch ganz viele Videos gemacht, muss man sagen, sodass man sich ganz viele Fahrräder auch mal live angucken kann. Ansonsten gibt es auch viele YouTube-Kollegen von mir. Es gibt eigentlich zu jedem Fahrrad ein Video, muss man sagen, oder? Ja, noch nicht ganz. Wir stehen ja erst am Anfang der Saison. Von überhaupt in YouTube. Ja, klar, da hast du recht. Aber wie gesagt, momentan ist es ein wenig chaotisch, da hast du recht. Aber wir dürfen das Ladenlokal ja auch nicht öffnen. Von daher nutzen wir jetzt auch ein bisschen die Fläche für Lieferungen halt auch zu überbrücken. Im Normalfall würde unser Ablauf ganz anders aussehen. Aber wir müssen halt einfach nur Lösungen finden zurzeit. Und gerade für unsere Kunden wollen wir das halt auch. Und ja. Super, ich habe es verstanden. So, Kinderfahrräder. Machen wir noch ein Beispiel und dann zeigen wir noch mal kurz den Shop, dass du mir mal ein Fahrrad raussuchst, was zum Beispiel für einen 8-Jährigen oft verlangt wird. Körpergröße 8-jährig, 1,45 Meter. 20 Zoll wäre jetzt so der Bereich, sage ich mal, 5 bis 6 Jahre, wo wir damit ungefähr einsteigen. Und die Reihe, die wir unten drunter haben, wäre das 24 Zoll, was du gerade angesprochen hast. Ja, wir haben jetzt momentan einige Lücken, weil die letzten Tage wirklich heftig waren. Das ist krass, oder? Es ist Krise Ja. und die Leute kaufen Fahrräder ohne Ende. Gut, wir kennen es eigentlich auch aus der normalen Saison, weil sobald das Wetter halt aufgeht, ist wie bei uns Licht an und es geht halt einfach mal los. Aber es war dieses Jahr ein bisschen anders. Nicht nur aufgrund der Videos, sondern auch, ich sag mal, das E-Bike-Geschäft hat so die Saison ein bisschen abgeflacht. Jein, sagen wir mal so. Also die Nachfrage nach generell E-Bikes ist enorm. Vor allen Dingen in diesem Jahr schon seit Januar an stehen wir eigentlich schon unter permanentem Stress, wo wir einfach sagen, okay, normalerweise Ende Februar, Anfang März geht es bei uns los. Das war dieses Jahr gar nicht so. Also wir haben auch schon viel Probleme mit Lieferfähigkeiten unserer Lieferanten. Da bleibt jetzt natürlich halt abzuwarten, wie sich das halt auch auf den allgemeinen Markt auswirkt. Ne? Also wie gehen andere Länder damit um, wenn jetzt wirklich Italien komplett zu ist. Es könnte ja auch mal sein, dass bei Cube, da weiß ich, da haben wir gedreht, die haben einige 100.000 Fahrräder da, aber auch die werden ja Stück für Stück jetzt ausgeliefert. Ja. Das heißt also, wenn sich einer interessiert für ein Fahrrad, wäre vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt, auch jetzt zuzuschlagen, weil klingt jetzt 800, das Saarland hat 1 Million Einwohner. Ich sag mal, das Verhältnis ist nicht riesig. Man muss auch sagen, wer weiß, wie viel Ware da noch nachkommt. Also es ist so. Im Moment sieht es aber noch gut aus. Momentan sieht es noch gut aus, weil wir ja auch wissen, oder viele Händlerkollegen, die jetzt keinen Online-Shop haben, in der Situation natürlich halt auch den Laden zu haben mit der
der Werkstatt natürlich noch agieren können, aber der Verkauf komplett stehen bleibt. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Wir haben auch viele Großkunden hinten dran, die immer noch permanent Ware bestellen. Also klar, für uns ist es wichtig, dass der Betrieb halt auch weiterläuft, auch im Sinne meiner Mitarbeiter. Es geht um Löhne, es geht um Fixkosten. Das muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Und deswegen bin ich mit der Situation, so unschön wie sie jetzt ist, aber wir gehen jetzt einfach. Du kannst damit leben normal. im Moment. Ja. Genau, ich kann damit noch leben. Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung weiter entscheidet. Wenn, sage ich mal, geschlossen wird, dann wird geschlossen und dann müssen wir halt dort durch. Es bringt jetzt nichts, irgendwas mit Gewalt, sondern einfach nur halt Lösung. Ja, also ich sag mal, nach dem Regen kommt immer wieder Sonnenschein irgendwann. Und ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Also heute übrigens, dieses Video ist ein Teil der Aufkampagne, die wir geplant haben, um den Saarländer Mut zu machen. Da gibt es Unternehmen, und zwar ganz viele, Tausende von Unternehmen. Ich war eben an der Tankstelle, da tanken nur noch Handwerker. Also wenn du ein Auto da draußen siehst, ist entweder eine Spedition, Handwerker oder Leute, die zum Globus fahren oder zum Lidl. Da ist wirklich viel unterwegs, aber ganz viele Leute arbeiten ja noch. Ja, die sind ja da. Das heißt also, am besten in den Online-Shop gehen, das ist sehr, sehr spannend. Wir werden ja dann mal in Kürze mal sehen. Du sagst mir, wie das angestiegen ist. Und da finde ich jedes Fahrrad. Bitte gib mal ein Kinderfahrräder. Das, was man sieht. Was ist da zu tun? Gehen wir einfach hier auf Fahrräder, Kinderfahrzeuge. Und dementsprechend kommen hier die verschiedensten Kinderfahrzeuge. Also von der Größe, Beratung, man kann denn jetzt hier anrufen, kann sagen, ich habe da ein Fahrrad gesehen, 16 Zoll, mein Kind ist 1 Meter, was weiß ich. Genau. Ist das Richtige? Man kann anrufen. Richtig, genau. Wenn mir jetzt der Kunde zum Beispiel sagt, hier das Highbike, das gefällt mir gut, das wäre so genau die Größe. Wir können hier auch ganz gut darüber agieren, wenn der Kunde anruft und sagt, mein Kind hat die und die Größe, die und die Schrittlänge. Dann können wir anhand unserer Maßtabelle sagen, okay, das wäre passend, das könnte funktionieren. Also wir bieten weiterhin Beratung. Das ist uns auch ganz wichtig. Und von daher können wir den Kunden wie im normalen Geschäft dahingehend beraten, dass er nachher das passende Produkt hat. Also ich mache das jetzt 25 Jahre und muss den Kunden nicht unbedingt vor mir haben, um zu wissen, was er braucht oder was passt. Das ist halt viel Erfahrung. Das geht genauso halt auch mit meinem Team einher. Die sind alle aktiv auch, die fahren selber Rad, die wissen, wie sowas sein sollte. Und das ist uns halt einfach wichtig, auch ohne Krise schon immer gewesen. Ja, in Berlin, habe ich gehört, dürfen Fahrradläden sogar aufhaben. Gut, das ist eine Großstadt, da fährt jeder Fahrrad. Da geht das nicht, da können die nicht zumachen. Im Saarland hat man sich leider dagegen entschlossen, aber jetzt haben wir eine Lösung. Wir gehen noch mal kurz in die Werkstatt, denn da wird gerade ein Kinderfahrrad fertig gemacht. Das ist neu gebraucht. Das ist ein neues. Ein neues, das wird demnächst abgeholt. Ihr verkauft unvorstellbar viele Fahrräder, muss man sagen, im Moment. Ja. Nach wie vor, aber wir haben heute am ersten Tag der allgemeinen Schließung einfach mal gesagt, komm, wir machen ein Video, erklären das den Leuten. Und so ein Webshop, muss man sagen, der muss ja gepflegt werden. Da sind mehrere Leute dran, die den wirklich tagaktuell halten. Was ist denn, wenn ein Fahrrad jetzt in St. Wendel ist und ich will es in Riegelsberg abholen und umgekehrt? Dann kümmere ich mich darum, beziehungsweise das Team halt auch, weil wir transferieren die Räder auch intern weiter. Und ich bin jeden Tag an beiden Standorten und von daher kann ich das so gesehen auch ganz gut steuern. Das ist also kein Problem. Wir haben jetzt auch den Fall schon mit einer Kundin, die ein Rad bestellt hat und es gern in St. Wendel abholen möchte. Und das geht jetzt heute Mittag nach St. Wendel. Und wir haben schon einen Termin mit ihr ausgemacht gehabt, dass sie ihr Fahrrad dann kontaktlos abholt. Sehr cool. Wir gehen noch mal kurz vor die Tür. Dann schauen wir uns noch mal die Hauptstraße von St. Wendel an. Und ja, da kamen schon wieder neue Fahrräder. Wir gucken uns auch die mal kurz an. Wahnsinn, Nico. Das geht hier wie im Taubenschlag. Hier sind sie wieder angekommen. Das sieht aus wie Scott. Nein, falsch. Cube. Cube. Top hier oben. Hätte er sein können. So, der Kollege prüft jetzt den Wareneingang. Genau, der vermerkt eigentlich, ob die Lieferscheine zu dem stimmt, was geliefert wurde. Und hier haben wir jetzt mal so eine ganz normale Lieferung, wie sie bei uns ausschaut. Das sind jetzt, glaube ich, knapp 40 Räder, die jetzt heute gekommen sind. Ja, die kommen im Stundentakt hier rein, muss man sagen. Also ihr verkauft unglaublich viele Fahrräder bei den Shop. Und jetzt für alle Saarländer, wenn ihr wollt, ja, nicht verzagen, Nico fragen. Ja, Nico Ockenfels von Recycle. Darfst du mal kurz dein Logo zeigen? Stellvertretend für wie viele Mitarbeiter bei Recycle? Insgesamt sind wir 25. 25. Also die Krise ist da, aber wir sehen hoffenden Auges entgegen, dass es bald ein Ende hat und ihr könnt die Fahrräder jetzt online bestellen. Vielen Dank, Nico. Danke auch und bleibt gesund. Achso, vielleicht noch ein Hinweis, man kann die auch abholen in St. Wendel. Ja klar, auch da gilt das Gleiche wie hier. Wir haben jetzt nur beispielhaft hier gefilmt gehabt und ja. Und er fährt wieder weg von IDS Logistik, bis der nächste Laster kommt. Bis gleich. Tschüss. Ciao.